sehen wir uns als weiteres Element zur Planung von Lehrveranstaltungen die Prüfungen an. Die Abstimmung von Lernzielen und Prüfung ist ganz elementar. Studierende lernen das, wovon sie denken, dass sie es in der Prüfung benötigen werden. Die Prüfungsaufgaben sollten also an die gewünschten Lernergebnisse angepasst werden. Denn wenn die Studierenden sich auf die Prüfung vorbereiten, lernen sie so automatisch das, was du mit deinen Lernzielen auch intendiert hast. Professor Müller ist der Ansicht, dass er die Erreichung seiner Lernziele mit einer klassischen schriftlichen Abschlussprüfung gut erfassen kann. Er formuliert nun anhand seiner Lernziele Prüfungsaufgaben, die wiederum verschiedene Kompetenzbereiche und natürlich auch verschiedene Verständnistiefen abfragen. Für sein Lernziel, die Studierenden berechnen die Effektstärken D, G und R aus Signifikanztestergebnissen, stellt Professor Müller seinen Studierenden beispielsweise folgende Prüfungsaufgabe. Gegeben sind folgende Ergebnisse eines einseitigen Signifikanztests, berechnen Sie die Effektstärke G. Anhand seiner Prüfungsfragen kann Professor Müller also sehen, ob die Studierenden die Lernziele erreicht haben oder nicht. Stelle auch du dir nach Formulierung deiner Lernziele also die Frage, wie du die Erreichung dieser Lernziele prüfen kannst. Vielleicht wirst du dabei feststellen, dass ein paar deiner Lernziele mit deinen Ressourcen und im Rahmen deiner Prüfungsordnung nicht prüfbar sind. Dann gilt es, die Lernziele wiederum so anzupassen, dass sie prüfbar werden. Natürlich wirst du in deiner Prüfung nicht alle Lernziele einer Lehrveranstaltungseinheit abfragen können. Grundsätzlich sollten deine Lernziele aber dennoch so formuliert sein, dass zumindest Fortschritte in Richtung des Lernziels beobachtbar sind. Vielleicht stellst du aber auch fest, dass eine klassische schriftliche Prüfung gar nicht die beste Möglichkeit ist, um die Erreichung deiner Lernziele zu prüfen. Je nach Prüfungsordnung stehen dir als Lehrperson verschiedene Freiheiten bei der Wahl der Prüfungsform zu. Zunächst stellt sich die Frage nach summativen oder formativen Prüfen. Also möchtest du abschließend nach der Lehrveranstaltung prüfen oder doch lieber kontinuierlich über die gesamte Lehrveranstaltung hinweg? Darüber hinaus gibt es neben der klassischen schriftlichen Prüfung auch einige alternative Prüfungsformate wie Referate oder Portfolios, die sich anbieten können. Egal für welche Prüfungsform du dich entscheidest, im Fokus sollte immer die Abstimmung auf die Lernziele stehen.